Hallo, Herr Dr. Peters. Stellen Sie sich doch bitte mal in zwei, drei Sätzen vor, was ist Ihr persönlicher Hintergrund? Ja, mein Name ist Per Peters und ich bin Biologe, also Vollblutbiologe, bin aber durch die Tätigkeit bei Enema sehr in die Biotechnologie hineingerutscht und auch durch ja, meinen familiären Hintergrund, ich bin also Landwirtssohn, bin ich immer an der praktischen Anwendung der Biologie interessiert gewesen. Und das zieht sich eigentlich durch, wenn ich jetzt mal so retrospektiv mir die Zeit bei Enema angucke und auch die Zeit davor im Studium. Es ging mir immer sehr darum, auch irgendwie was Sinnvolles draus zu machen. Also das war nie die reine Forschung nur. Also einen praktischen Ansatz Ja, quasi. genau. Einen praktischen Ansatz hatte ich durchaus immer. Ähm, Die Firma Enema haben wir gegründet 1997 aus der Universität Kiel heraus. Es gab eine Arbeitsgruppe, die sich mit der Produktion von Nematoden, das sind Fadenwürmer, beschäftigt hat. Daher auch der Name Enema für entomopathogene Nematoden, das heißt insektentötende Nematoden. Und das war halt das Kernthema, mit dem wir uns als Firma beschäftigt haben. Diese Nematoden produzieren wir inzwischen als einer der drei größten Produzenten weltweit. Und wir haben Wachstumsraten von 10-15% pro Jahr, weil es ein biologisches Verfahren ist, was sehr gut funktioniert und was auch relativ preisgünstig ist und chemische Verfahren ersetzen kann. Und da wir diese Nematoden in Bioreaktoren produzieren, haben wir von Anfang an schon gesagt, wir müssen die Nematoden zu bestimmten Zeiten produzieren, haben aber Leerzeiten, das heißt, wir können diese Bioreaktoren für andere Mikroorganismen verwenden und waren deshalb immer offen für neue Ideen, die entweder aus dem Bereich des biologischen Pflanzenschutzes kommen oder auch aus anderen Bereichen. Also da waren wir immer offen für alles Mögliche. Ja. Also kann man schon sagen, der Schwerpunkt der Enema sind im Prinzip biologische Problemlösungen. Ja, auf jeden Fall. Also wir sind überhaupt keine Firma, die sich chemikalisch auskennt oder auch chemische Lösungen anbieten könnte. Äh, Im Gegenteil, wir sind eigentlich ein wesentlicher Baustein in dem Ersatz von chemischen Mitteln im Pflanzenschutz. Nicht nur bei den Nematoden, sondern auch einfach dadurch, dass wir inzwischen eine so große Kapazität aufgebaut haben, dass wir für viele Firmen, die neue mikrobiologische Produkte für den Pflanzenschutz entwickeln, ein gefragter Partner sind, um die zu produzieren. Also das ist auch eigentlich unsere Hauptmission, dass wir dazu beitragen wollen, dass dieser Wandel vom chemischen Pflanzenschutz zum biologischen Pflanzenschutz funktioniert. Wie würden Sie so aus dem Bauchgefühl her sagen, ist das Verhältnis zwischen tatsächlich Entwicklung und Produktion also Entwicklung von neuen Produkten, Schrägstrich Produktion von bestehenden Produkten? Also wenn man es von dem finanziellen Aufwand her betrachtet, es ist ungefähr 10% des Umsatzes, die wir in die Forschung investieren. Aber es ist relativ effizient investiertes Geld. Das heißt, wir kommen durchaus dahin, dass wir alle 1-2 Jahre auch ein neues Produkt produzieren. Also es kommt fast jedes Jahr irgendwas Neues dazu. Und, Jetzt haben Sie mir schon das ja, Stichwort neue ja. Produkte hingeworfen. Da gab es ja dann mal irgendwann den Zeitpunkt, da ist der Harald Meyer auf Sie zugekommen. Erinnern Sie sich noch, wie das gewesen ist, was da so die Rahmenbedingungen Ja, doch, waren? da erinnere ich mich noch recht gut, weil es rufen ja immer wieder Firmen an. Zum Teil kennt man die, zum Teil aber auch nicht. Und zum Teil sind das auch ziemlich komische Kreuze. Da weiß man dann am Telefon schon gleich, ja, das lohnt sich da nicht. Das ist eine ziemlich spinnerte Idee. Das war hier nicht ganz so. Wir haben gedacht, da haben wir schon mal was von gehört, dass man Mikroorganismen einsetzen kann zum Reinigen von Abwässern. Und haben uns dann gedacht, den hören wir uns mal an. Ja, ja, im Lauf, dann in der Folge hat sich das dann zu einer ziemlich fruchtbaren Kooperation entwickelt. Das weiß man vorher immer nie, aber in der Regel sind wir sehr offen für ein erstes Gespräch. Genau.
Dann erzählen Sie doch mal, Lipasan hat sich ja auch weiterentwickelt in der Zeit. Was war denn so der Status quo, wie Sie angefangen haben? Was war damals die Herausforderung? Was war das Produkt, mit dem Sie Ja, damals gearbeitet haben? also als wir angefangen haben oder als wir involviert waren, hieß es zunächst, es geht um ein Bakterium, was produziert werden soll. Das Bakterium produziert halt Lipasen und spaltet Fett. Und es hat sich dann aber ziemlich schnell herausgestellt, dadurch, dass Meyer auch mal Proben und hat untersuchen lassen, dass es tatsächlich gar kein Bakterium mehr in dem Produkt war, was damals produziert wurde. Und dass es stattdessen ein Pilzkeim war, der aber hervorragend gewirkt hat. Und da bin ich schon hellhörig geworden und habe gedacht, das ist tatsächlich mal was Neues. Und das ist interessant, das auf jeden Fall weiter zu verfolgen, weil es ist halt ein Glücksfall, der natürlich zum Teil auf Unwissenheit beruht, ne, aber wie das oft so ist, Unwissenheit gepaart mit einer gewissen Neugier führt dann oft dazu, dass was sehr, sehr Interessantes, Neues entdeckt wird. Ne, also wenn es vielleicht eine mikrobiologische Firma gewesen wäre, die hätten wahrscheinlich so sauber gearbeitet, dass es gar nicht zu einer Verunreinigung gekommen wäre. So ist es zu der Verunreinigung gekommen, aber die Verunreinigung selbst war halt der Sechser im Lotto gewissermaßen. Das wusste ich nicht, weil das bedeutet tatsächlich, die Proben, die Sie bekommen haben von Lipasan, wie es damals war, Ja. also die mikrobakteriellen Proben, die haben Sie auseinandergenommen und haben festgestellt, okay, das sind gar nicht die Mikrobakterien, die da den Hauptjob machen, sondern das ist verunreinigt quasi durch eine Pilzspore. Ja, wir haben es gesehen und Meyer hat es dann auch gesehen, es ist ja weggeschickt an eine Firma, die ja, professionell Klärwerksproben untersucht, und die haben dann gesagt, Herr Meyer, das ist was wirklich Interessantes, was Sie da haben. Und ich habe dann auch schon mal geguckt, als wir den Namen hatten dieses Keims, und sagte, ja, das ist in der Tat ein sehr interessanter Keim, weil er auf jeden Fall völlig unbedenklich ist. Er wird auch in der Lebensmitteltechnologie eingesetzt, die gleiche Art. Gleichzeitig ist es aber ein Keim, der hervorragend Fett spaltet. Und zusätzlich ist er auch noch relativ einfach in künstlichen Medien zu produzieren. Und alles Weitere hat sich dann in der Entwicklung ergeben, dass er dann auch noch relativ haltbar ist. Das haben wir erst in der Zeit dann gemerkt, dass er sehr, sehr lange und auch mit relativ vertretbarem Aufwand lange haltbar gemacht werden kann. Das war ein weiterer Pluspunkt dieses Produkts. Was ist denn die Herausforderung bei der Produktion von Lipasan? Die Herausforderung ist eigentlich, dass wir umschwenken mussten von Bakterienproduktion, die normalerweise sehr viel schneller wachsen als Pilze, auf eine Pilzproduktion. Das heißt, das mussten wir etwas anpassen. Wir mussten das Nährmedium anpassen, die Temperaturbedingungen anpassen, sodass wir diesen Pilz dann in kurzer Zeit auch in großer Menge produzieren konnten. Das Medium, was wir am Anfang kommuniziert bekommen haben von Lipobac, war natürlich auf das Bakterium zugeschnitten, und da mussten wir zunächst mal Optimierungsarbeit leisten, um das für den Pilz jetzt zu optimieren. Wo liegen denn die Stärken von dem Pilz, wie er heute ist? Also die Tatsache, dass es sich um einen Pilz handelt und nicht um ein Bakterium, hat verschiedene Vorteile. Einmal ist es so, dass im Abwasser oft Antibiotika vorhanden sind, und die Antibiotika, wie der Name sagt, unterdrücken das Bakteriumwachstum. Pilze wiederum sind völlig unempfindlich gegenüber Antibiotika. Das ist ein großer Vorteil, und ein weiterer Vorteil ist, dass diese Pilze auch generell als weniger schädlich eingestuft werden als Bakterienlast, was die gesamte mikrobielle Lebensgemeinschaft in den Klärbecken angeht, in der biologischen Klärstufe. Da sind die Pilze einfach dadurch, dass sie etwas langsamer wachsen, weniger in der Lage, die Gleichgewichte durcheinander zu bringen
als wenn bestimmte Bakterien dazukommen. Was sind denn so die technischen Rahmendaten von Lipasan? Sprich, wo kann ich es einsetzen, in welchen vielleicht Temperaturbereichen, wie muss die Wasserqualität sein? Wie sieht es da aus? Ja, der Temperaturbereich ist ein wichtiger Punkt. Lipasan ist halt ein lebender Keim und wenn die Temperaturen über längere Zeit über 50, 60 Grad steigen, dann tötet man diesen Keim ab und er kann sich in der Folge nicht mehr vermehren. Die Enzyme selbst sind durchaus noch fähig zu wirken, aber sie können halt nicht nachproduziert werden und darauf beruht eigentlich das Prinzip von Lipasan, also Temperaturen möglichst unter 60 Grad. Dann ist es wichtig, dass das Wasser halt keine starken antifungischen Stoffe enthält. Wie gesagt, Antibiotika ist jetzt kein Problem, aber oft sind die Desinfektionsmittel breitenwirksam, das heißt, es ist zum Teil Chlorbleichlauge oder Persigsäure und diese Mittel, die würden auch den Pilz abtöten. Das heißt, wenn man sich für die Biologie entscheidet und die Biologie funktioniert, sollte man dafür sorgen, dass man die biologischen Stoffe auch nicht abtötet. Das heißt, ein Gemisch von chemischen und biologischen Maßnahmen ist in vielen Fällen nicht möglich. Gibt es irgendwelche sicherheitsrelevanten Dinge bei, ich sag jetzt mal, Herstellung, Transport, Lagerung, Einsatz oder ist das halt tatsächlich einfach was man einfach... Das ist, letztlich gibt es da keine sicherheitsrelevanten Bedenken, wie ich schon sagte. Das Ganze ist ja ein Organismus, der auch in der Lebensmitteltechnologie eingesetzt wird. Er ist in vielen Käserinden beispielsweise vorhanden, wird auch tatsächlich gezielt aufgebracht, um beispielsweise Camembert haltbar zu machen. Ist von daher also ein völlig unbedenklicher Keim und es sind keine Chemikalien in dem Sinne in dem Produkt vorhanden. Die ganzen Nährmedien sind letztlich organischer Art, also es ist Sojamehl, Öl, Hefeextrakt. Von daher gibt es da keinerlei Bedenken in dem Einsatz, weder für den Anwender noch nachher für denjenigen, der vielleicht das Abwasser im Klärwerk sieht oder für jemanden, der es in der Großküche anwendet und in die Abflüsse eingibt. Das ist also völlig problemlos zu handhaben. Jetzt ist der Einsatz im Moment ja, ich sag mal, vom Schwerpunkt her so ein bisschen Abwasser. Was würden Sie denn sagen, was für Bereiche bieten sich da noch an? Ja, also Abwasser ist ja definiert einmal als das Abwasser, was bei der Kläranlage anfällt, aber letztendlich fällt das Abwasser natürlich vorher an, irgendwo dort, wo Flüssigkeit mit Fett in einen Abguss gegeben wird. Und das sind oft Großküchen oder auch kleine Küchen. Und idealerweise würde das Lipasan tatsächlich an der Stelle schon eingesetzt werden, weil dann schon die ganzen Leitungen von den Küchen bis zum Klärwerk selbst sauber gehalten werden, weniger gewartet werden müssten. Und das Lipasan würde dann auch im Klärwerk selbst noch seine Arbeit machen. Also in einer idealen Welt, irgendwann mal würden die Klärwerke gar keine Fettprobleme mehr haben, weil alle zulaufenden Flüsse bereits behandelt werden mit Lipasan. Im Moment ist es so, dass wir eher mit den Klärwerken begonnen haben mit der Vermarktung und das Ganze jetzt eher rückwärts aufrollen.